Laut Wikipedia: Unboxing ist ein Begriff aus der Netzkultur. Er bezeichnet ein Online-Video, das von einer Person aufgezeichnet, kommentiert und auf einem Internet-Videoportal veröffentlicht wird. Das Video zeigt, wie ein Produkt der Verpackung entnommen und vorgestellt wird. Und genau das werden wir heute tun. Mein erstes Unboxing-Video und ich hoffe, euch gefällt's. Herzlich willkommen zu Ratzfatz Schlemm. Lecker Leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Bei dem Discounter, wo es all die schönen Sachen zu kaufen gibt, gibt es seit heute auch einen Pelletgrill oder Pellet Smoker. Was der kann, wie der aufgebaut wird und ob der Preis gerechtfertigt wird, das seht ihr in diesem Video. Erstmal etwas Grundsätzliches zu einem Pellet Smoker. Und was ist ein Pellet Smoker? Hier in diesen Tank kommen Holzpellets rein, kennt der eine oder andere vielleicht von der Heizung. Das sind gepresste Holzstücke. Die werden hier reingezogen, hier drinnen in einer Brennkammer verbrannt. Dadurch wird die Hitze erzeugt. Und das, was man damit erreichen kann, ist bei niedrigen Temperaturen, also zum einen kann man den relativ niedrig einstellen. Dieser hier geht bei 65 Grad los, andere fangen bei 80 Grad an. Und bei niedrigen Temperaturen hat man eine Rauchentwicklung. Und das ist zum Räuchern natürlich ganz wichtig. Der Grill ist ausgepackt und für den ersten Moment macht er einen durchaus guten Eindruck. Eine Schutzhaube ist dabei, ein Eimer für das Fett. Der Griff ist aus Edelstahl. Reifen, Schornstein, die Füße und emaillierte Grillroste. Und eine Edelstahl-Fettauffangschale. Die Füße und die Kleinteile sind nummeriert und laut Anleitung werden ein Kreuzschlitzschraubendreher, ein Sechskantschlüssel und ein Maulschlüssel benötigt. Als erstes wird der Korpus auf den Kopf gelegt und die Beine werden angeschraubt. Jeweils mit 4 Schrauben und dann geht's weiter. Als nächstes wird das Ablageblech befestigt. Anschließend befestigen wir die Achse für die Räder und schrauben die Räder von außen fest. Die selbsthaltenden Radmuttern werden mit einem 13er Schlüssel festgeschraubt. Nun sieht er schon mal aus wie ein Grill. Anschließend wird jetzt der Edelstahlgriff befestigt. Hier ist er. Und den schraube ich jetzt mit 2 Schrauben fest. Für den Griff wird ein 11er Maulschlüssel benötigt. Als nächstes wird der Schornstein befestigt und zwar gibt es dafür hier so eine Dichtung. Ich nehme an, dass das so ein Glasfaser ist. Mit 2 Schrauben durch die Dichtung und hier rein. Und auch hier wird ein 11er Maulschlüssel benötigt. Und was nicht fehlen darf, ist der Regenschutz für den Schornstein. Der ist mit so einer selbsthaltenden Mutter in der Höhe verstellbar und wird einfach auf den Schornstein raufgeschraubt. So, das ist die Brennkammer und da kommt dieses Blech drüber. Das wird einfach raufgestellt und verteilt dadurch die Hitze besser. So, das ist das Fettauffangbblech oder Schale oder wie auch immer man das bezeichnet. Und da haben sie einen witzigen Trick gemacht. Also zum einen ist das aus Edelstahl, finde ich schon mal echt toll. Hier gibt es 2 Einschnitte. Und im ersten Moment denkt man, das müsste so liegen, weil das Fett runtertropft und dann in der Mitte gesammelt wird. Und das ist offensichtlich falsch. Bei dem Grill wird es so reingelegt. Macht Sinn. Hier außen sind die Rinnen. Und das legen wir jetzt hier rein.
Die Schlitze werden da in die Bleche eingefügt. Und wenn das Fett jetzt runtertropft, läuft es in die Rillen, wird da hinten aufgefangen und durch das Loch geleitet. Kommt dann hier raus und wird alles im Eimer gefangen. So, das war der ganze Aufbau. Hat etwa eine halbe Stunde gedauert. Zum Schluss werden die Grillroste hier reingelegt. Der Hersteller empfiehlt, die Fettauffangschale mit Alufolie zu verkleiden, um sie leichter reinigen zu können. Einzige, was so ein bisschen schwierig ist, allein zu machen, den Grill auf den Kopf zu stellen, um die Beine anzuschrauben. Und das Umdrehen geht, weil man den dann auf die Räder oder über die Räder umdrehen kann. Aber den rauszunehmen, könnte eine zweite Person hilfreich sein. Hier im Innern ist der interne Wärmesensor verbaut. Der Deckel, und das sieht man sicherlich erst bei höheren Preisklassen, ist mit einer Dichtung abgedichtet. Außerdem ist ein Fleischthermometer, ein externer Temperaturfühler noch mitgeliefert. Insgesamt können bei der Steuerung 2 Temperaturfühler angeschlossen werden. Die Förderschnecke ist aus Edelstahl und in den Pelletbehälter passen wohl 4,5 Kilo, was laut Test von Barbecue Pit oder Pit Barbecue für etwa 12 Stunden reicht. Und das ist doch auch schon mal ordentlich. Was einfach auch toll ist, dass hier ein kleines Fenster eingebaut ist, so dass man immer sieht, wie hoch der Füllstand ist. Dann mal ein kurzes Zwischenfazit von mir. Aufbau, halbe Stunde. Materialien, das Ding kostet 299 €. Für einen Pellet Smoker. Ist ein Hammerpreis. Dafür kriege ich hier einen Edelstahlgriff mit Schornstein. Eine Regenhaube für den Schornstein. Tatsächlich eine Regenhaube für den gesamten Grill. Der ist nicht doppelwandig, ist auch für den Preis nicht zu erwarten. Die Grillroste sind emaillierter Stahl. Aber das ist für mich völlig in Ordnung. Temperaturbereich 65 bis 260 oder 280 Grad. Man soll auch grillen können darauf. Jetzt stellt sich für mich die Frage, will ich auf dem Grill grillen oder will ich smoken? Für mich ist es ein Smoker. Für Longjobs, also Niedrigtemperatur. Ich brauche Temperaturen hier vielleicht von 150 Grad maximal. Oder niedriger. Schön für Raucharomen, für Pulled Pork, für Spare Ribs, für ein Brisket, sowas alles. Die Grillfläche von 66 mal 40, glaube ich, sollte völlig ausreichen. Wer ein höheres Stück Fleisch hat, kann das obere Rost natürlich rausnehmen. Das Ding macht einen doch relativ stabilen Eindruck. Die Klappe ist hier abgedichtet. Temperaturfühler ist dabei. Ein zweiter Anschluss ist vorhanden. Verbrauch, was ich gelesen habe, noch nicht getestet, sind wir so bei 400 bis 480 Gramm pro Stunde bei einem Betrieb bei einer Temperatur von 140 Grad. Völlig okay. Wenn man das hochrechnet, bei 4,5 Kilo kommt man dann so auf etwa 10 Stunden. Und für den Preis großartig. Und nicht zu vergessen ist die Schutzhülle, die bei vielen Herstellern auch 50 und mehr Euro kosten. Das ist alles inklusive. Aldi, du hast deinen Job echt gut gemacht. Kurz zur Erklärung der Elektronik hier. Hier lässt sich einstellen, wie hoch die Temperatur sein soll. Max sind so 280 Grad. Ein Ausschalter ist klar, hier werden die Temperaturfühler eingesteckt
Und hier wird das Display umgeschaltet, um die Temperaturfühler sich anzeigen zu lassen. Mit 1 und 2 wird dann die Temperatur von den jeweiligen Fühlern angezeigt und springt dann automatisch wieder zurück zu dem internen Temperaturfühler. Natürlich hat der Grill auch Nachteile. Und das ist dem Preis geschuldet. Der eine ist, in der Brennkammer, da fallen die Pellets rein, da werden die verbrannt und die verbrannten Pellets bilden natürlich Asche. Bessere, höherpreisigere Pellet Smoker haben so einen Aschebehälter, den man relativ bequem rausziehen kann. Das gibt es hier nicht. Hier muss man das Fettblech rausnehmen, also den Grillrost rausnehmen, das Fettblech rausnehmen, dieses Blech über der Brennkammer entfernen und dann die Brennkammer aussaugen. Das muss man halt regelmäßig machen, sonst brennen die Pellets auch nicht mehr ordentlich. Der zweite Nachteil, aber das ist selbstverständlich irgendwo, der ist relativ dünnwandig und natürlich auch nicht doppelwandig. Hochpreisigere wiegen 100 Kilo, der hier bringt 40 auf die Waage. Ein dritter Nachteil ist diese Pellets. Ich habe hier mal 500 Gramm abgewogen. Die gibt es in verschiedenen Holzarten. Und jede Holzart, ob Kirsche, Apfel, Buche, Hickory, was auch immer, die haben halt auch so eigene Geschmacksrichtungen. Und sollte man da noch welche drin haben, 1, 2, 3 Kilo, und aber jetzt irgendwie mal Fisch räuchern wollen, dann muss man die hier oben rausholen. Höherpreisigere Pellet Smoker, die haben hier noch eine Klappe. Die macht man auf, da fallen die überschüssigen Holzpellets raus. Das geht hier nicht. Muss man wissen, muss man dran denken, vielleicht nicht dann voll machen, etwa abschätzen, okay, ich brauche den jetzt 6 Stunden. Wenn das bei 400 Gramm, 500 Gramm pro Stunde bleibt, dann sind das maximal 3 Kilo. Oder halt immer mal nachschauen, sodass der nicht ganz voll ist. Oder man muss die halt dann irgendwie rauspulen. Ansonsten 299 €. Also da kann ich natürlich auch keinen First Class erwarten. So, wir probieren den jetzt mal aus und lassen den mal so ein bisschen frei brennen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sollte euch das Video gefallen haben, gebt mir doch einen Daumen hoch und lasst gerne einen Kommentar da. Vielleicht war es für den einen oder anderen eine Unterstützung oder ein kleiner Blick in die Pellet Smoker Welt oder eventuell tatsächlich eine Kaufentscheidung. Vielleicht gibt es den Grill irgendwo in einer Filiale noch. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Euer Carsten. Ciao.